Wenn man an die Uni kommt, dann muss man sich doch auf eine neue Institution einstellen, die anders als die Schule insbesondere einen fordert im Hinblick auf Selbstorganisation. Das heißt, in der Schule sind viele Prozesse doch sehr eng überwacht durch die Lehrer und muss man immer wieder auch an Kontrollpunkten Dinge vorzeigen. Da ist man im Studium viel mehr auf sich selber gestellt und die größte Herausforderung ist tatsächlich, dass man lernen muss, die eigenen Lernprozesse selbst zu organisieren, sich immer wieder selbst auch zu überprüfen und auch die Motivation jedes Mal wieder hinzukriegen, am Ball zu bleiben. Also da gibt es wenig Steuerung von außen, viel mehr, was man aus sich selbst heraus dann leisten muss. Die großen Herausforderungen im Studium hat man einmal zu Beginn, weil da alles neu ist und man ja noch keine Routine hat, auf die man zurückgreifen muss. Und es nicht nur darum geht, sich mit der Institution jetzt vertraut zu machen, sondern Studienanfang bedeutet ja auch oft neuer Wohnort, neue Stadt, in der ich mich nicht auskenne. Ich bin alleine, muss erstmal soziale Kontakte knüpfen. Ich bin vielleicht zum ersten Mal außerhalb meiner Familie, in einer eigenen Wohnung. Und das sind alles Dinge, die muss man erstmal natürlich für sich in den Griff bekommen. Und eine andere kritische Phase ist oft das Studienende. Dann hat man sich in der Uni gut eingewöhnt, eingelebt und dann droht die berufliche Zukunft mit Ungewissheiten, die man da oft hat, im Hinblick darauf, werde ich da Fuß fassen können, ist das, was ich gelernt habe, ausreichend, um beruflich erfolgreich zu sein. Also da gibt es dann schon nochmal Zweifel und Nöte. Und natürlich sind immer kritische Phasen, wenn gerade viel Prüfungen anstehen, wenn man einen Abschluss darauf hinarbeitet und sich da einiges vielleicht zusammenballt. Auch das sind Situationen, wo Studierende dann schon mal unter Stress kommen. Ich finde einen Partner oder ich finde keinen, beides kann Probleme mit sich bringen und insofern sind das Themen, die dann in der Beratung natürlich auch bei uns landen, aber überwiegend und meistens hat es tatsächlich zu tun mit den Dingen, die im Studium geleistet werden müssen. Das ist so die stärkste Stressquelle. Wir sagen immer, dass das Studium eigentlich ein riesiges Trainingslager dafür ist, um für sich selber zu lernen, wie man mit Stress und Leistungsanforderungen umgeht, weil das wird später im Beruf nicht besser und dass man prinzipiell immer auch so einer Überforderungssituation ausgesetzt ist, weil man die Dinge noch besser, noch intensiver, noch toller machen könnte. Das ist im Studium die ganze Zeit der Begleiter und das wird auch im Beruf einem begegnen und damit zurechtzukommen und zu kapieren, ich kann im Grunde nur gut arbeiten, wenn ich für mich ein Level finde, der sich nicht immer am Idealen orientiert oder daran, dass ich alles super machen muss, sondern der damit zu tun hat, was ich eigentlich an Ressourcen im Tank habe, dass ich die Ziele darauf abstimme, dass ich so ein Level finde. Das ist das, was man für gesundes und einigermaßen stressfreies Leben für sich irgendwie erreichen muss. Und da ist das Studium eine super Übungsgelegenheit, weil diejenigen Studierenden, die glauben, sie müssen immer alles gut hinkriegen und sie müssen immer die besten Noten haben und sie müssen es perfekt machen, die fallen gnadenlos auf den Bauch, weil das ist im Studium und auch später nicht zu schaffen. Und zu merken, ich habe Grenzen, ich kann nur innerhalb meiner Grenzen nur das Bestmögliche rausholen, ich muss Prioritäten setzen, ich kann nicht alles mit der gleichen Energie und mit dem gleichen Anspruch bedienen. Also ich muss da Unterschiede machen und ich muss lernen, mich zu erholen. Auch wenn die Dinge noch nicht alle in trockenen Tüchern sind. Im Studium hat man immer Dinge, die man auch tun könnte, die jetzt gerade liegen geblieben sind. Und da die Coolness zu entwickeln, dass man kapiert, auch wenn nicht alles fertig ist, ist es in Ordnung, wenn ich mich erhole, weil dann kann ich morgen besser arbeiten. Also diese Begrenzungen erfahren und gut mit sich umgehen, dass man Erholung in den Alltag integriert. Das sind die wichtigsten Dinge, um hier gut zu überleben. Ich will gerne noch ein paar Worte dazu sagen, wie ich mir gutes Studieren vorstellen würde, weil wir jetzt viel über Prüfungen, über Stress gesprochen haben. Das sind natürlich Dinge, mit denen man im Studium konfrontiert ist. Aber ich finde es wichtig, dass man nicht nur dauernd darauf guckt, wie das Kaninchen auf die Schlange, sondern auch sich die Auszeiten nimmt, die man braucht, um mal Dinge zu tun, die jetzt nicht unbedingt zweckgerichtet sind, weil Studium bietet einfach auch total viele Möglichkeiten im kulturellen, im sportlichen Bereich, im Bereich mit anderen gemeinschaftlich sich zu engagieren. Und wer jetzt immer nur sich darauf fokussiert, ich muss schnell studieren, ich muss gut studieren, ich habe für nichts anderes Zeit,
der nimmt sich eigentlich eine unglaublich gute Chance, die ein Studium bietet, auf der Ebene, wo man dann eben auch für die Persönlichkeitsentwicklung und für Dinge, die einen mal, ohne dass sie zweckmäßig sind, interessieren. Also ein Studium bietet den Rahmen, dass man auch in dem Bereich was tun kann und ich finde, tun sollte. Und für die Psychohygiene, fürs sich wohlfühlen, ist sowas eigentlich unersetzlich. Also bitte nicht nur effektiv sein, sondern auch für sowas sich Zeit nehmen.